Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich kann wirklich Deutsch sprechen. Es war kein großer Moment, es war kein perfekter Satz, es war nur ein kleines Gespräch. Aber für mich war es etwas Besonderes. Denn lange Zeit hatte ich Angst zu sprechen. Ich hatte viele Wörter gelernt, ich hatte viele Grammatikregeln gelesen, ich hatte viele deutsche Videos angeschaut. Aber wenn jemand vor mir stand und mit mir Deutsch sprechen wollte, wurde ich plötzlich nervös. Mein Kopf war voller Wörter, aber mein Mund war still. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Du lernst Deutsch jeden Tag, du verstehst immer mehr, aber beim Sprechen kommt eine Blockade. Du denkst, was soll ich jetzt sagen? Ist dieser Satz richtig? Benutze ich den richtigen Artikel? Wird die andere Person mich verstehen? Ich stand dort und dachte zu lange nach. Dann sagte ich einfach, ich hätte gerne dieses Brot bitte. Das war alles, nur ein einfacher Satz. Aber in diesem Moment war ich sehr stolz. Denn ich hatte nicht nur ein Brot gekauft, ich hatte eine Angst besiegt. Ich hatte gesprochen. Danach habe ich verstanden, flüssig Deutsch sprechen beginnt nicht mit einem perfekten Satz, es beginnt mit dem ersten Satz. Viele Menschen warten auf den perfekten Moment. Sie warten, bis sie B1 oder B2 erreichen. Sie warten, bis sie tausende Wörter kennen. Sie warten, bis sie sich sicher fühlen. Aber Sicherheit kommt nicht vor dem Sprechen. Sicherheit kommt durch das Sprechen. Heute weiß ich, Fehler sind kein Zeichen, dass ich schlecht Deutsch spreche. Fehler sind ein Zeichen, dass ich Deutsch benutze. Auch Muttersprachler machen Fehler. Auch sie suchen manchmal nach Wörtern. Auch sie verbessern manchmal ihre Sätze. Der Unterschied ist nur, sie haben keine Angst davor. Und genau diese Einstellung wollte ich auch lernen. Ich wollte nicht mehr nur Deutsch lernen, ich wollte Deutsch benutzen. Ich wollte mit Menschen sprechen. Ich wollte meine Gedanken ausdrücken. Ich wollte mich im Alltag auf Deutsch fühlen. Deshalb begann ich, kleine Schritte zu machen. Ich sprach kurze Sätze. Ich stellte einfache Fragen. Ich antwortete auf Deutsch, auch wenn meine Antwort nicht perfekt war. Und langsam passierte etwas Interessantes. Die Wörter kamen schneller, die Sätze wurden länger, die Angst wurde kleiner. Ich merkte, mein Deutsch wurde nicht besser, weil ich gewartet hatte. Mein Deutsch wurde besser, weil ich gesprochen hatte. In dieser Folge möchte ich meine Erfahrungen teilen. Ich möchte zeigen, wie ich angefangen habe, wirklich Deutsch zu sprechen, wie ich meine Angst verloren habe, wie ich mehr Sicherheit bekommen habe und wie auch du anfangen kannst, deine Stimme auf Deutsch zu benutzen. Denn vielleicht brauchst du nicht noch ein neues Buch, vielleicht brauchst du nicht noch eine Grammatikregel, vielleicht brauchst du nur den Mut, deinen ersten Satz zu sagen. Also lass uns anfangen. Denn der Weg zum flüssigen Deutsch beginnt nicht irgendwann. Er beginnt mit dem Satz, den du heute sagst. Nachdem ich angefangen hatte, kleine Sätze auf Deutsch zu sprechen, habe ich etwas Wichtiges verstanden. Sprechen ist eine Fähigkeit, die man trainieren muss. Am Anfang dachte ich, dass ich nur genug lernen muss. Ich wollte mehr Wörter lernen, ich wollte mehr Grammatik verstehen. Ich wollte mehr Videos anschauen, aber obwohl ich viel gelernt hatte, war das Sprechen immer noch schwierig. Warum? Weil Lernen und Benutzen zwei verschiedene Dinge sind. Ich konnte viele Wörter erkennen. Wenn ich ein Wort in einem Text gesehen habe, wusste ich die Bedeutung. Wenn ich ein Wort in einem Video gehört habe, konnte ich es verstehen. Aber wenn ich selbst sprechen wollte, war es plötzlich weg. Es war in meinem Kopf, aber ich konnte es nicht schnell benutzen. Dann habe ich angefangen, meine Lernmethode zu verändern. Ich wollte nicht mehr nur Informationen sammeln, ich wollte aktiv werden. Ich begann jeden Tag ein bisschen Deutsch zu sprechen. Nicht eine Stunde, nicht immer lange Gespräche, manchmal nur 5 Minuten. Aber diese 5 Minuten waren wichtig. Ich habe meinen Tag beschrieben. Zum Beispiel am Morgen sagte ich stehe auf, ich mache Frühstück, ich trinke Kaffee, ich muss heute arbeiten.
Diese Sätze waren einfach, aber ich habe meine Stimme benutzt. Mein Gehirn hat gelernt, Deutsch ist nicht nur eine Sprache zum Verstehen, Deutsch ist eine Sprache zum Benutzen. Nach einiger Zeit habe ich angefangen, längere Sätze zu bilden. Aus „Ich trinke Kaffee" wurde „Ich trinke morgens Kaffee, weil ich dann besser wach werde." Aus „Ich gehe zur Arbeit" Ich gehe jeden Tag zur Arbeit und danach mache ich noch einige Dinge zu Hause. Meine Sätze wurden nicht plötzlich perfekt, aber sie wurden natürlicher. Ich musste weniger nachdenken. Das war ein großer Fortschritt. Ich habe auch gelernt, dass Wiederholung sehr wichtig ist. Früher wollte ich immer neue Wörter lernen. Jeden Tag neue Wörter, neue Listen, neue Themen. Aber viele Wörter habe ich schnell wieder vergessen. Dann habe ich verstanden, ein Wort, das ich 10-mal benutze, ist wertvoller als 10 Wörter, die ich nur einmal sehe. Deshalb wiederhole ich wichtige Wörter und Sätze. Wenn ich einen Satz im Alltag brauche, benutze ich ihn mehrmals. Zum Beispiel, ich bin damit einverstanden. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, dass... Meiner Meinung nach. Diese Sätze helfen mir in vielen Situationen. Sie sind wie kleine Werkzeuge. Ich habe sie immer dabei. Ein weiterer wichtiger Schritt war, nicht mehr alles im Kopf zu übersetzen. Am Anfang habe ich jeden Satz zuerst in meiner Muttersprache gedacht. Dann habe ich versucht, ihn ins Deutsche zu übertragen. Das hat viel Zeit gebraucht. Während ich noch über die Grammatik nachgedacht habe, war die Situation schon vorbei. Deshalb habe ich begonnen, einfache Gedanken direkt auf Deutsch zu formulieren. Wenn ich ein Fenster öffne, ich mache das Fenster auf. Wenn ich Hunger habe, ich habe Hunger. Wenn ich etwas suche, wo ist mein Handy? Diese kleinen Gedanken trainieren mein Gehirn. Sie machen Deutsch zu einem Teil meines Alltags. Natürlich war es am Anfang ungewohnt, aber mit der Zeit wurde es leichter. Ich habe auch verstanden, dass ich nicht auf komplizierte Themen warten muss. Viele Menschen denken, ich kann erst sprechen, wenn ich über viele Themen reden kann. Aber das stimmt nicht. Die meisten Gespräche im Alltag sind ganz normal. Menschen sprechen über das Wetter, über Arbeit, über Essen, über Pläne, über ihre Freizeit, über ihren Tag. Wenn ich diese einfachen Themen beherrsche, kann ich schon viele Gespräche führen. Zum Beispiel, wie war dein Tag? Ich kann antworten, mein Tag war gut. Ich hatte viel Arbeit, aber jetzt kann ich mich entspannen. Das ist kein komplizierter Satz, aber er eröffnet ein Gespräch. Die andere Person kann fragen, was hast du gearbeitet? War es stressig? Was machst du heute Abend? Und plötzlich entsteht eine Unterhaltung. Genau so wächst meine Sprachfähigkeit, nicht durch perfekte Antworten, sondern durch echte Kommunikation. Ich habe auch begonnen, mehr Fragen zu stellen. Früher dachte ich, ich muss immer eine perfekte Antwort geben. Aber gute Gespräche bestehen nicht nur aus Antworten. Fragen sind genauso wichtig. Wenn jemand erzählt, ich war am Wochenende in Berlin, kann ich fragen, was hast du dort gemacht? Oder wie hat dir die Stadt gefallen? Diese kleinen Fragen halten Gespräche am Leben und sie geben mir die Möglichkeit, mehr zuzuhören und neue Ausdrücke zu lernen. Heute sehe ich Sprechen nicht mehr als Prüfung. Ich sehe es als Training. Jedes Gespräch ist eine Übung. Jeder Fehler ist eine Information. Jeder neue Satz ist ein Schritt nach vorn. Ich musste lernen, dass ich nicht erst bereit sein muss, um anzufangen. Ich werde bereit, indem ich anfange. Und genau diese Erkenntnis hat meine Beziehung zur deutschen Sprache verändert. Nachdem ich angefangen hatte, regelmäßig kleine Sätze auf Deutsch zu sprechen, bemerkte ich eine große Veränderung. Ich hatte nicht plötzlich perfekte Grammatik, ich kannte nicht plötzlich alle Wörter, aber etwas Wichtiges war anders. Ich hatte weniger Angst. Früher war mein größtes Problem nicht die Sprache selbst. Mein größtes Problem war meine eigene Unsicherheit. Ich dachte zu viel nach. Bevor ich einen Satz sagte, überprüfte ich alles in meinem Kopf. Ist der Artikel richtig? Ist die Endung richtig?
Ist die Zeitform richtig? Ist die Aussprache richtig? Während ich über diese Fragen nachdachte, verlor ich den Moment zum Sprechen. Dann verstand ich, beim Sprechen muss ich nicht immer alles kontrollieren. Ich muss zuerst kommunizieren. Natürlich ist Grammatik wichtig, natürlich möchte ich besser werden, aber wenn ich jede Sekunde über Fehler nachdenke, kann ich nicht frei sprechen. Deshalb habe ich gelernt, zuerst meine Idee auszudrücken. Danach kann ich mich verbessern. Zum Beispiel wollte ich sagen, ich bin gestern zum Arzt gegangen. Früher hätte ich vielleicht lange überlegt, ist gegangen richtig? Brauche ich bin oder habe? Vielleicht hätte ich am Ende nichts gesagt. Heute sage ich den Satz einfach. Wenn ich später merke, dass ich etwas verbessern kann, lerne ich daraus. Aber ich lasse mich nicht mehr stoppen. Diese kleine Veränderung hat mein Sprechen viel leichter gemacht. Ich habe auch angefangen, meine Stimme öfter zu hören. Das klingt vielleicht einfach, aber es ist sehr wichtig. Viele Menschen hören nur Deutsch. Sie schauen Videos, sie hören Podcasts, sie lesen Texte, aber sie hören sich selbst nicht sprechen. Dabei ist die eigene Stimme ein wichtiger Teil des Lernens. Wenn ich spreche, merke ich, welche Wörter benutze ich oft, wo mache ich Pausen, welche Laute sind schwierig, welche Sätze kann ich schon automatisch sagen. Deshalb habe ich angefangen, kurze Sprachnachrichten für mich selbst aufzunehmen. Manchmal erzählte ich nur über meinen Tag. Zum Beispiel, heute war ein langer Tag, ich habe viel gearbeitet. Am Abend möchte ich mich ausruhen. Danach hörte ich die Aufnahme. Am Anfang war es etwas ungewohnt. Ich dachte, klingt mein Deutsch wirklich so? Aber nach einiger Zeit wurde diese Übung sehr hilfreich. Ich konnte meine Fortschritte hören, ich konnte vergleichen. Meine Aussprache wurde besser. Meine Sätze wurden länger. Ich sprach ruhiger. Diese kleinen Veränderungen gaben mir mehr Selbstvertrauen. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass ich aufgehört habe, mich mit anderen Menschen zu vergleichen. Das war nicht immer einfach. Manchmal hörte ich jemanden Deutsch sprechen und dachte, warum kann diese Person so schnell sprechen? Warum kenne ich diese Wörter nicht? Aber dann erinnerte ich mich, jeder Mensch hat eine andere Geschichte. Manche Menschen leben seit Jahren in einer deutschen Umgebung. Manche haben jeden Tag die Möglichkeit, Deutsch zu sprechen. Manche lernen langsamer, aber sehr gründlich. Vergleichen hilft mir nicht. Wichtiger ist die Frage, bin ich heute besser als gestern? Vielleicht kann ich heute einen Satz sagen, den ich vor einem Monat nicht sagen konnte. Vielleicht verstehe ich heute ein Gespräch, das früher zu schwierig war. Vielleicht traue ich mich heute, eine Frage zu stellen. Das sind meine Erfolge. Ich habe auch gelernt, dass kleine Gespräche eine große Wirkung haben. Viele Menschen denken, dass sie lange Gespräche brauchen, um besser zu werden. Aber kurze Gespräche sind genauso wichtig. Ein paar Wörter mit einem Nachbarn, eine Frage im Geschäft, ein kurzer Austausch mit einem Kollegen. Diese Momente trainieren mein Gehirn. Sie zeigen mir, ich kann Deutsch benutzen. Und genau dieses Gefühl ist wichtig. Denn Sprache ist nicht nur Wissen. Sprache ist Erfahrung. Je mehr Erfahrungen ich sammle, desto natürlicher wird die Sprache. Mit der Zeit habe ich noch etwas Wichtiges über das flüssige Sprechen gelernt. Ich musste meine Einstellung zur deutschen Sprache verändern. Früher dachte ich, dass ich Deutsch nur in bestimmten Situationen benutzen kann. Zum Beispiel im Unterricht oder wenn ich eine Übung mache oder wenn ich einen Text lese. Aber später habe ich verstanden, Deutsch gehört nicht nur in ein Klassenzimmer, Deutsch gehört in mein echtes Leben. Eine Sprache wird lebendig, wenn ich sie benutze. Wenn ich morgens aufstehe, kann ich schon mit kleinen Sätzen anfangen. Ich kann denken, heute habe ich viel zu tun. Ich muss später einkaufen gehen. Ich möchte heute etwas Neues lernen. Diese kleinen Gedanken helfen meinem Gehirn, Deutsch aktiver zu benutzen. Am Anfang sind diese Sätze vielleicht sehr einfach, aber genau diese einfachen Sätze sind die Grundlage für flüssiges Sprechen.
Viele Menschen wollen sofort komplizierte Gespräche führen. Sie möchten über Politik sprechen, sie möchten über schwierige Themen diskutieren, aber im Alltag beginnt Kommunikation oft mit einfachen Dingen. Wie war dein Tag? Was hast du gemacht? Was möchtest du morgen machen? Was gefällt dir? Was denkst du darüber? Wenn ich diese Fragen beantworten kann, habe ich schon eine wichtige Fähigkeit. Ich kann mit Menschen sprechen. Ich habe auch gelernt, dass ich nicht jeden Satz vorher planen sollte. Früher wollte ich in meinem Kopf einen perfekten Satz bauen. Ich suchte das beste Wort. Ich suchte die beste Grammatik. Aber echte Gespräche warten nicht. Menschen sprechen spontan. Sie reagieren. Sie verändern das Thema. Sie stellen neue Fragen. Deshalb muss ich auch spontaner werden. Eine gute Übung dafür ist, einfach über ein Thema zu sprechen, ohne Vorbereitung. Zum Beispiel nehme ich ein Thema, meine Freizeit. Dann spreche ich 2 oder 3 Minuten darüber. Ich sage, in meiner Freizeit höre ich gerne Musik. Am Wochenende treffe ich manchmal Freunde. Ich gehe auch gerne spazieren. Vielleicht sind meine Sätze nicht perfekt, aber ich trainiere meine Fähigkeit, Gedanken schnell auszudrücken. Mit der Zeit wird diese Übung leichter. Ich finde Wörter schneller. Ich bilde Sätze schneller. Ich fühle mich wohler. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aussprache. Viele Lernende haben Angst zu sprechen, weil sie denken, meine Aussprache ist nicht gut. Natürlich ist eine klare Aussprache wichtig, aber sie muss nicht perfekt sein. Das Wichtigste ist, dass Menschen mich verstehen. Ich habe gelernt, dass Aussprache durch Nachmachen besser wird. Wenn ich deutsche Gespräche höre, achte ich nicht nur auf die Wörter. Ich achte auch auf die Melodie der Sprache. Wie betonen Menschen bestimmte Wörter? Wo machen sie eine Pause? Wie verbinden sie Wörter miteinander? Dann versuche ich es nachzusprechen. Diese Methode hilft mir, natürlicher zu klingen. Ich muss nicht meinen eigenen Akzent verstecken. Jeder Mensch hat eine eigene Stimme, aber ich kann lernen, klarer zu sprechen. Ich habe auch gemerkt, dass Lesen allein nicht reicht. Lesen hilft sehr. Ich lerne neue Wörter. Ich sehe Grammatik. Ich verstehe Texte. Aber wenn ich flüssig sprechen möchte, muss ich die Sprache auch hören und benutzen. Deshalb kombiniere ich verschiedene Übungen. Ich lese einen kurzen Text, dann erzähle ich den Inhalt mit meinen eigenen Worten. Ich höre einen Podcast, dann spreche ich über das Thema. Ich lerne neue Wörter, dann mache ich eigene Sätze damit. So wird aus passivem Lernen aktives Sprechen. Ich habe auch angefangen, mehr mit mir selbst zu sprechen. Das klingt vielleicht seltsam, aber es funktioniert sehr gut. Wenn ich alleine bin, beschreibe ich meine Umgebung. Ich sage, der Tisch ist sauber, das Fenster ist offen, ich suche meine Tasche, das Wetter ist heute schön. Diese einfachen Sätze trainieren mein Gehirn. Ich gewöhne mich daran, direkt auf Deutsch zu denken. Es geht nicht darum, den ganzen Tag Selbstgespräche zu führen. Es geht nur darum, kleine Momente zu nutzen. Jede Minute kann eine Übung sein. Ein anderes wichtiges Thema ist der Umgang mit Pausen. Früher dachte ich, wenn ich eine Pause mache, klingt mein Deutsch schlecht. Aber das stimmt nicht. Pausen sind normal. Auch Muttersprachler machen Pausen. Sie überlegen. Sie suchen nach dem richtigen Wort. Eine kurze Pause bedeutet nicht, dass ich schlecht spreche. Ich kann Zeit gewinnen mit einfachen Ausdrücken. Zum Beispiel, also, einen Moment. Ich denke, dass... Wie soll ich das erklären? Diese kleinen Wörter helfen mir, weiterzusprechen. Sie geben mir Zeit zum Nachdenken. Ich muss nicht sofort die perfekte Antwort haben. Ich darf überlegen. Ich darf langsam sprechen. Ich darf meinen Satz verbessern. Das Ziel ist nicht Geschwindigkeit. Das Ziel ist Kommunikation.
Ich habe auch verstanden, dass Gespräche immer eine Verbindung zwischen Menschen sind. Manchmal konzentrieren wir uns beim Sprachenlernen nur auf Wörter und Grammatik, aber eine Sprache ist mehr als das. Es geht darum, Gefühle auszudrücken. Es geht darum, Interesse zu zeigen. Es geht darum, andere Menschen zu verstehen. Wenn ich mit jemandem spreche, geht es nicht darum, eine perfekte Prüfung abzulegen. Es geht darum, einen Moment mit dieser Person zu teilen. Diese Sichtweise hat mir geholfen, entspannter zu sprechen. Ich sehe Fehler nicht mehr als Katastrophe. Ich sehe sie als Teil eines echten Gesprächs. Denn ein echtes Gespräch ist nicht perfekt. Es ist natürlich. Es ist menschlich. Und genau so möchte ich Deutsch benutzen. Nicht wie eine gelernte Liste von Sätzen, sondern wie ein Werkzeug für mein Leben. Jeder Tag gibt mir neue Möglichkeiten. Jede Begegnung kann eine kleine Sprachübung sein. Und je mehr ich diese Möglichkeiten nutze, desto näher komme ich meinem Ziel, flüssig Deutsch sprechen. Nachdem ich gelernt hatte, Deutsch im Alltag mehr zu benutzen, bemerkte ich eine weitere wichtige Veränderung. Ich begann, nicht mehr nur auf meine Fehler zu achten. Früher habe ich nach jedem Gespräch überlegt, war dieser Satz richtig? Habe ich die Grammatik falsch benutzt? Hat die andere Person meinen Fehler bemerkt? Diese Gedanken haben mich oft müde gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich dadurch weniger Freude am Sprechen hatte. Denn während ich gesprochen habe, war ein Teil meines Kopfes immer mit Kontrolle beschäftigt. Ich war nicht wirklich im Gespräch. Ich war nur mit meinen Fehlern beschäftigt. Irgendwann habe ich verstanden, wenn ich flüssiger sprechen möchte, muss ich meinem Gehirn erlauben, frei zu arbeiten. Ich muss nicht jeden Satz stoppen und analysieren. Natürlich ist Lernen wichtig. Natürlich möchte ich meine Fehler verbessern. Aber der Moment des Sprechens ist zuerst ein Moment der Kommunikation. Nach dem Gespräch kann ich lernen. Während des Gesprächs möchte ich präsent sein. Diese Veränderung hat mir sehr geholfen. Ich habe angefangen, Gespräche mehr zu genießen. Ich habe mehr zugehört. Ich habe schneller reagiert. Ich habe weniger Angst gehabt. Ein weiterer Schritt war, mehr über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen. Ich habe gemerkt, dass persönliche Themen am einfachsten sind. Warum? Weil ich diese Dinge schon kenne. Ich muss keine neuen Ideen erfinden, ich muss nur meine eigenen Gedanken ausdrücken. Zum Beispiel kann ich über meinen Alltag sprechen. Heute bin ich früh aufgestanden, ich hatte viel zu tun. Nach der Arbeit habe ich mich ausgeruht. Oder ich kann über meine Pläne sprechen. Am Wochenende möchte ich Freunde treffen. Ich möchte einen neuen Ort besuchen. Ich möchte mein Deutsch weiter verbessern. Solche Themen kommen oft in echten Gesprächen vor. Wenn ich sie übe, bin ich besser vorbereitet. Ich habe auch gelernt, meine Antworten nicht zu kurz zu machen. Am Anfang habe ich oft nur mit einem Wort geantwortet. Jemand fragte, wie war dein Wochenende? Und ich sagte, gut. Das Gespräch war schnell vorbei. Später habe ich versucht, mehr Informationen zu geben. Zum Beispiel, mein Wochenende war gut. Ich war mit Freunden in der Stadt und wir haben zusammen gegessen. Jetzt gibt es mehr Möglichkeiten für ein Gespräch. Die andere Person kann weitere Fragen stellen. Sie kann ihre eigene Erfahrung teilen. So entsteht ein natürlicher Austausch. Ich habe verstanden, dass flüssiges Sprechen nicht bedeutet, lange, komplizierte Sätze zu machen. Es bedeutet, meine Gedanken weiterzuführen. Ein Satz kann zum nächsten Satz führen. Eine Idee kann eine neue Idee öffnen. Genau so funktionieren echte Gespräche. Ich habe auch begonnen, bestimmte Satzanfänge zu lernen. Diese Satzanfänge helfen mir, meine Gedanken schneller auszudrücken. Zum Beispiel, ich denke, dass, meiner Meinung nach, für mich ist wichtig, dass, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, einerseits,
andererseits. Mit solchen Strukturen kann ich viele verschiedene Themen besprechen. Ich muss nicht jedes Mal neue Sätze erfinden. Ich habe ein Grundgerüst. Und dieses Grundgerüst gibt mir Sicherheit. Ein weiterer wichtiger Punkt war, mehr zuzuhören. Früher wollte ich immer nur sprechen. Ich dachte, ich muss viele Wörter benutzen. Aber gute Gespräche bestehen nicht nur aus Reden. Gutes Zuhören ist genauso wichtig. Wenn ich aufmerksam zuhöre, lerne ich automatisch neue Ausdrücke. Ich höre, wie Menschen reagieren. Ich höre, welche Wörter natürlich klingen. Ich lerne, wie Gespräche aufgebaut sind. Zum Beispiel sagt jemand, das sehe ich genauso. Oder, da bin ich anderer Meinung. Oder, das kommt darauf an. Solche Ausdrücke sind sehr nützlich. Sie helfen mir nicht nur einzelne Informationen auszutauschen, sondern richtige Gespräche zu führen. Heute sehe ich meinen Weg zum flüssigen Deutsch ganz anders als früher. Früher dachte ich, dass irgendwann ein besonderer Moment kommt. Ein Moment, in dem ich plötzlich perfekt sprechen kann. Ein Moment, in dem alle Wörter automatisch kommen. Ein Moment, in dem ich keine Angst mehr habe. Aber dieser Moment kam nicht plötzlich. Flüssiges Sprechen ist langsam entstanden. Es ist durch viele kleine Situationen entstanden, durch viele kleine Gespräche, durch viele Versuche, durch viele Fehler. Und genau das macht diesen Weg so wertvoll. Ich erinnere mich an meine ersten Tage mit Deutsch. Damals war jeder Satz eine große Aufgabe. Ich musste über jedes Wort nachdenken. Ich musste jeden Satz im Kopf vorbereiten. Manchmal wollte ich etwas sagen, aber ich konnte es nicht ausdrücken. Diese Momente waren frustrierend. Aber heute weiß ich, diese Momente waren ein wichtiger Teil meines Lernens. Sie haben mir gezeigt, wo ich wachsen kann. Sie haben mich stärker gemacht. Ich habe gelernt, geduldig mit mir selbst zu sein. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Fähigkeiten beim Sprachenlernen. Viele Menschen sind sehr streng mit sich selbst. Sie sehen nur ihre Fehler. Sie sehen nicht ihre Fortschritte. Sie sagen, mein Deutsch ist noch nicht gut. Ich mache noch viele Fehler. Andere sprechen besser als ich. Aber wenn ich immer nur sehe, was fehlt, verliere ich meine Motivation. Deshalb schaue ich heute auch zurück. Ich frage mich, was kann ich heute, was ich früher nicht konnte? Diese Frage verändert meine Sicht. Vielleicht kann ich heute ein Gespräch führen, das früher unmöglich war. Vielleicht verstehe ich heute einen Film besser. Vielleicht kann ich heute eine Nachricht schreiben, ohne jedes Wort zu übersetzen. Das sind echte Fortschritte. Auch kleine Fortschritte sind wichtig. Ich habe außerdem gelernt, dass Selbstvertrauen durch Handeln entsteht. Viele Menschen warten darauf, selbstbewusst zu sein. Sie denken, wenn ich mehr Vertrauen habe, werde ich sprechen. Aber oft funktioniert es anders. Wenn ich spreche, bekomme ich mehr Vertrauen. Wenn ich etwas ausprobiere, werde ich sicherer. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich, wie viel sich verändert hat. Am Anfang dachte ich, dass flüssiges Deutsch ein weit entferntes Ziel ist. Ich dachte, ich brauche noch viele Jahre. Ich dachte, ich muss erst viel mehr lernen, bevor ich wirklich sprechen kann. Aber heute weiß ich, der wichtigste Schritt war nicht ein neues Grammatikbuch. Der wichtigste Schritt war, meine Angst zu überwinden und meine Stimme zu benutzen. Ich habe gelernt, Deutsch wird nicht besser, wenn ich nur darüber nachdenke. Deutsch wird besser, wenn ich es benutze. Jeder Satz zählt, jedes Gespräch zählt, jeder Versuch zählt. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, an dem ich früher war. Du verstehst viel Deutsch, du lernst regelmäßig, aber beim Sprechen fühlst du dich unsicher. Du suchst nach den richtigen Wörtern, du hast Angst vor Fehlern. Dann möchte ich dir sagen, warte nicht auf den perfekten Moment. Dieser Moment kommt nicht einfach. Du musst ihn selbst schaffen. Beginne mit kleinen Schritten. Sage einen einfachen Satz. Stelle eine einfache Frage. Führe ein kurzes Gespräch. Jeder kleine Versuch bringt dich weiter.
Du musst nicht sofort lange Gespräche führen. Du musst nicht sofort wie ein Muttersprachler sprechen. Dein Ziel ist nicht Perfektion. Dein Ziel ist Verbindung. Du möchtest Menschen verstehen. Du möchtest deine Gedanken teilen. Du möchtest dich im Alltag sicher fühlen. Und genau dafür brauchst du nicht perfektes Deutsch. Sprich Deutsch, auch wenn du manchmal unsicher bist. Sprich Deutsch, auch wenn du noch viel lernen musst. Denn jeder Anfang ist wichtig. Jeder Satz macht dich stärker. Jede Erfahrung bringt dich näher zu deinem Ziel. Vielen Dank, dass du diese Reise mit mir gemacht hast. Ich hoffe, meine Erfahrungen haben dir gezeigt, dass flüssiges Deutsch möglich ist. Nicht durch Warten, nicht durch Angst, sondern durch Übung, Geduld und Mut. Bleib dran, lerne weiter, sprich weiter und vergiss nicht, du musst nicht perfekt sprechen, um anzufangen. Du musst anfangen, um besser zu sprechen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Deutschlernen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib motiviert und bleib neugierig. Tschüss und bis bald.